Hallo Krypto-Freunde, herzlich willkommen, hier ist der Bitti, euer Bitcoin-Trading-Informant. Heute euer Chainlink, euer Link-Trading-Informant. Es geht richtig ab bei Chainlink, ich muss euch da ein Video kurz dazu raushauen. Erstens mal, man liest es überall, Chainlink, die Wale sind im Kaufrausch. Und dieser Anstieg dieses Kaufrausches fiel mit einem deutlichen Rückgang des Börsenbestandes an Link-Token zusammen. Und zwar, in der Regel wird ein Rückgang der Bestände als bullisches Signal gewertet, da es auf ein steigendes Interesse und nachlassenden Verkaufsdruck hindeutet. On-Chain-Daten bestätigen nämlich, dass das Angebot an den Börsen auf etwa 102 Millionen Link-Token gefallen ist. Das ist der niedrigste Stand seit mehr als einem Jahr. Das ist schon mal was. Aber für alle, die jetzt fragen, Chainlink, was ist eigentlich Chainlink? Wie bringt uns das Ganze hier weiter? Schauen wir uns das Ganze mal hier ein bisschen genauer an. Und zwar, was ist Chainlink und warum spielt das Projekt eigentlich auf dem Kryptomarkt eine Rolle? Ganz kurz dazu, Chainlink ist ein dezentrales Orakel-Netzwerk. Orakel, schaut mal nach. Nein, nicht das dunkle Orakel aus 300. Schaut euch das Ganze mal an und Link heißt der Coin eigentlich. Das hat auch nichts zu tun mit unserem Link, mit unserem Spiel aus der Jugend von Nintendo. Nein, auch damit hat es nichts zu tun. Aber mal weiter im Text, nämlich, dass Daten über Smart Contracts zwischen Blockchains und externen Netzwerken überträgt. Das System bietet ein sicheres und verlässliches Netzwerk für eine direkte Übertragung zwischen On-Chain und Off-Chain-Daten. Vor Chainlink, ja, es gibt auch eine Zeit vor Chainlink, da war die Interaktion zwischen Blockchain und der Außenwelt immer ein Problem. Die Plattform überbrückt die Lücken zwischen diesen beiden, indem sie ein sicheres und dezentrales Netzwerk von Oracles schafft, die Daten aus Datenfeeds abrufen, sie aggregieren und genaue Daten an den Smart Contract liefern. So viel mal ein kurzer Ausflug dazu, was ist denn jetzt eigentlich Chainlink? Aber wenn wir uns das hier nochmal kurz anschauen, Achtung Leute, schaut euch das mal an. Hier gegenüber Bitcoin, wenn wir uns das so anschauen, wie Chainlink hier Richtung 200% geschossen ist, absolute Weltklasse. Aber bevor wir jetzt zu unserer TradingView sagen wir mal Analyse kommen, möchte ich euch noch etwas sagen. Achtung, Chainlink Holders, die großen Wale, schaut euch das mal an. Wir haben bei den Top 10 Holders von den Chainlink Token 30%. Das heißt, die Top 10 Holder verfügen über 30% der gesamten Chainlink-Münzen. Das ist gar nicht mal so wenig. Münzen, Token, ihr wisst schon. Die Top 20 haben schon mal 50%. Das heißt, 20 Wale da draußen, 20 Halter haben die Hälfte sämtlicher Chainlink-Token. Und die Top 100 haben überhaupt 70%. Nur 100 Holder verfügen über 70% des gesamten Chainlink-Volumens. Das ist schon gefährlich. Da können einige wenige sehr, sehr extrem große Kurssprünge verursachen. Das muss man auch wissen. Sowieso, alles gefährlich, was Kryptoarmen betrifft. Natürlich gar keine Frage, aber wir befassen uns ja gerne damit, oder? Also, hier ist Link versus US-Dollar. Schaut euch mal diesen schönen Tageschart an. Ein wunderbarer Aufwärtskanal. Wir sind drinnen, wunderbar wieder aufgeschlagen. Einmal, zweimal und jetzt abgeprallt. Wieder nach oben. Heftig abgeprallt. Wieder nach oben. Der ganze Kryptomarkt momentan sowieso super unterwegs, aber Chainlink momentan heftig abgeprallt. Wieder nach oben. Hat hier bei dem Höchststand von 52 aber hier mal einen Abwärtskanal eingeschlagen. Das war eben genau dieser Abwärtskanal. Und das Positive an der ganzen Geschichte ist jetzt hier, wir haben diesen Abwärtskanal nach oben hin durchbrochen. Ihr seht es hier wunderbar. Wenn wir ein bisschen weiter reingehen, sehr, sehr viele Kryptocoins haben übrigens diesen Abwärtskanal nach oben hin jetzt durchbrochen. Natürlich auch Chainlink. War ein bisschen ein Gerangel hier ein paar Tage lang. Hatten wir einen heftigen Kampf mit unserer Widerstandslinie, aber immer wieder drauf gespiked, bis wir dann endgültig jetzt nach oben ausgebrochen sind. Momentan bauen wir wieder genau das, was ich eigentlich nicht sehen möchte in dem ganzen Bereich hier. Das ist einmal hier nach oben, einmal hier nach unten und dann wieder nach oben und eventuell wieder nach unten dieses M-Pattern. Ich habe es euch schon öfter gezeigt, auch bei Chainlink besteht die Möglichkeit, obwohl momentan alles so ultra bullish ist, dass es vielleicht so gehen könnte. Schauen wir mal, was sagt denn eigentlich zu dem ganzen Thema hier so CoinCodex? Wir sind bei Chainlink hier auf Platz Nummer 11.
nicht in den Top 10. Vor uns ist noch Tron, aber Platz Nummer 11. Wenn wir uns jetzt aber die Price Prediction anschauen, schauen wir mal, was sagen die Jungs von CoinCodex? Wo könnte denn die Reise so hingehen? Und die Reise könnte richtig gut gehen. Die Jahresprognose sagt uns nämlich $84 voraus. Wir sind jetzt da bei ungefähr so 20, vielleicht ein kleiner Rückschritt nochmal auf die 16. Kleiner Rückschritt auf die 16. Wo wären wir denn da? Nicht ganz so tief, wie das AMP-Pattern hier zeigt, aber auch ein Rückschritt. Schauen wir mal kurz so irgendwo in den Bereich hinein. Naja, $11. Die Jungs sagen von CoinCodex, nee, so tief wird es vielleicht nicht mehr gehen. Die 5-Tages-Vorschau sagt uns an, es geht so ein bisschen dahin, die Monatsvorschau sogar nach oben, die 3-Monats-Vorschau sogar noch weiter nach oben. $40. Bevor wir wieder zurückkommen hier auf die 21, 6-Monats-Prediction auch dann wieder weiter nach oben und die Jahresprediction, der absolute Wahnsinn. Wir sind ja knapp kurz vor $100 eigentlich, wenn wir uns Chainlinks anschauen. Das wäre von hier eigentlich eine mehr als Verfünffachung nach oben. Absolut gut, absolut gut. Wir sind hier mit 75 Punkten mit der Gier im Markt, auch das muss man sagen hier. Die Price Prediction sagten voraus, Achtung, wir machen fast 500% nach oben innerhalb eines Jahres. Wahnsinn, super, super Geschichte. Und wenn wir uns das Ganze hier so auf die längere Sicht anschauen, ich weiß schon, es ist kein Codex, es ist ein bisschen so Kaffeesudleserei, aber die Jungs sagen hier gar nicht mal ein so rosiges Bild, eigentlich interessant für Chainlink voraus, nämlich schon bis $136 im Jahr 2028, aber 2030 wieder zurück auf die 62. Sehr, sehr interessantes Bild hier bei CoinCodex. Schaue ich mir immer wieder mal an, weil es einfach immer wieder mal lustig ist zu sehen, wie die Jungs das hier so berechnen. Aber jetzt geht's weiter. Wir hatten hier den Ausbruch, wir haben vielleicht ein M-Pattern vor uns. Ich glaube ja nicht, dass es M-Pattern kommen wird, aber es ist immer wieder ein Pattern, das durchaus auch stimmen könnte. Was wir uns als nächster anschauen, sind natürlich jetzt mal, geben wir es mal alles hier nochmal weg, die ganzen Drawings, sind natürlich die letzten großen Widerstände, die wir so gebaut haben, was eigentlich immer wieder die Supports waren. Also, ich mache immer wieder mal gerne eines, ich mache hier so Trendlinien und schaue mir an, wo gab es denn hier immer am meisten Kontakte? Und wenn wir uns das so anschauen, machen wir hier einen parallelen Kanal, weil es gab hier eigentlich viele Kontakte. Oder ja, eigentlich hier, von hier, eigentlich genau da, wo wir so unterwegs sind, so etwa bis hier. Das ist so ein Kanal, wenn wir uns das mal so ein bisschen anschauen in der Vergangenheit, ja, da war eigentlich große Action. Hier Action, hier Action, hier Action, hier wieder mal drauf, hier große, große, lange Action und ja, jetzt wieder Action. Dieser große Kanal hier, den wir so sehen, das ist so mein Sorgenkind, wo wir momentan auch wieder unterwegs sind. Und der ist so irgendwo eben bei 15 bis $13. Den müssen wir jetzt mal wieder nach oben bestätigt durchbrechen, nach oben weiter ausbrechen. Der macht mir momentan ein bisschen Sorgen. Aber ansonsten schaut es ja mal gar nicht mal so schlecht aus. Schauen wir uns mal natürlich wie immer an unsere berühmt-berüchtigten Indikatoren. Ich möchte wissen, Candlestick Patterns, was sagen uns die denn so eigentlich? Und da geht die Party richtig ab. Wir haben da sehr viel im Tageschart, auch nicht ganz so tragisch. Trotzdem schauen wir uns das mal an. Im Tageschart schaut es nämlich so aus. Wir haben hier bearischen Harami, bearischen Engulfing, es ging runter, dann den bullischen wieder hoch, den bearischen wieder runter, hoch und jetzt den bearischen Harami auch wieder hier kurz oberhalb unserer Zone. Achtung, Gefahr, Gefahr, sagt mir der bearische Harami, der taucht nach oben, der Körper nach unten geschlossen. Eine unentschlossene Kerze auch noch hier drinnen, ein kleiner Star hier, ein Doji Star, aber nicht ganz. Und Doji Star ist immer, wenn wir hier einen ganz kleinen Körper haben, so wie hier, nicht so wie hier mit ein bisschen mehr Volumen. Aber all das zeigt mir hier vielleicht eine Trendumkehr, ein doppeltes Hoch, ein Double High, wie wir es hier so schön sagen. Denn wir haben hier einmal rangeschlagen, genau auf den Punkt bei 16,61 und wir haben hier nochmal rangeschlagen auf den Punkt bei 16,44. Da ist momentan mal Ende der Fahnenstange, da müssen wir erstmal drüber kommen. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen weiter raus anschauen im Wochenchart, der ist immer wieder wichtig, dann sehen wir im Wochenchart Folgendes und das ist das, wo wir aufpassen müssen. Achtung Freunde, wir hatten hier unten den bullischen Engulfing, den super Ausbruch nach oben, alle Gewinne gehen nach oben, Spitze. Hier Seitwärtsbewegungen, lange doch die nach unten, immer ein gutes bullisches Zeichen normalerweise wie hier, nach oben geschlossen, hier sogar weiter nach oben und jetzt in dieser Woche, wir haben noch ein paar Tage, ich weiß schon, der bearische Harami momentan baut sich gerade in der Woche der bearische Harami. Das ist ein böses Zeichen eigentlich, wenn der so schließen würde, dass wir ab hier wieder runterkommen bei Chainlink. Wollen wir nicht sehen, ich weiß schon, aber die Vorzeichen sind eben mal so. Da kann ich nichts dafür. Was haben wir hier noch?
Es könnte auch ein W-Pattern sein, obwohl das kein wirklich wunderschönes W ist. Kann man hier ein W reininterpretieren? Ja, kann man. Wenn man zum Beispiel sagt, man macht hier nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Aber auch dann haben wir nicht mehr viel Luft. Dann haben wir eigentlich unser W-Pattern fast erreicht. Es hat gut ausgespielt, schaut nicht perfekt aus. Aber ja, wir haben das W-Pattern eigentlich wieder erreicht und sind jetzt hier, wo wir sind. Wir können aber noch etwas hinein interpretieren. Natürlich, es gibt hier nämlich einen ganz wichtigen Fibonacci. Den Fibonacci, den holen wir uns von hier oben runter auf den tiefsten Punkt. Und er ist eigentlich, ich muss sagen, ich liebe den Fibonacci. Er ist eigentlich sehr, sehr, sehr super zu traden. Er ist wirklich, hat eine hohe Wertigkeit und man sieht es jetzt wieder. Freunde, das ist nicht einfach nur irgendein Dahingemale. Nein, die 0,236 Fibonacci liegt bei 16,54. Schaut euch das mal an. Bilderbuch traden, Wochenchart hier und wir knabbern hier herum. Der Spike nach oben, wieder nach unten, wieder nach unten, wieder unten, wieder nach oben, jetzt wieder nach oben und wir schaffen es momentan nicht, über diese 0,236 Fibonacci-Linie bei 16,5 drüber zu kommen. Hohe, hohe Wertigkeit. Natürlich, die nächste wäre dann eine Geschichte, die liegt bei 23,84, die 0,382 Fibonacci, dann geht es nach oben Richtung 30, 35 und die wichtigste Fibonacci liegt momentan hier bei 0,786 bei $44. Brauchen wir momentan aber absolut nicht drüber zu sprechen, ist ein weiter Weg bis dorthin. Aber so könnte die ganze Geschichte jetzt mal ausschauen im Wochenchart. Eines müssen wir natürlich auch wissen, was ist los? Erstens mal Golden Cross, Death Cross. Was sagt uns der hier? Wir sind in der Wochenzone immer noch in einem Death Cross. Ja, verzögerter Indikator, ja, aber wir sind in einem Death Cross. Zoomen wir mal rein. Was sehen wir? Gute Nachrichten. Wir sind über der roten Linie, das ist die 50er Durchschnittslinie, da sind wir drüber. Und spiken wieder mal ein bisschen runter. So kurz mal ein kleiner Tipser drauf, aber wir sind noch darüber. Das ist gut, das ist positiv. Wir wollen die grüne Linie auch wieder über der roten sehen. Das wäre der Golden Cross. Sind wir momentan aber leider weit davon weg. Tageschart. Und im Tageschart sieht es ganz anders aus. Tageschart, hohe Wertigkeit, Golden Cross. Hier war der Cross, das war ein paar Tage davor, bevor es wirklich nach oben ausgebrochen ist. Da hat er mal perfekt gestimmt. Golden Cross, grüne Linie über der roten, bam, nach oben ausgebrochen. Beide Linien sind jetzt hier momentan super Unterstützungslinien und die halten jetzt auch noch. Ganz interessant. Grüne Linie ist die 50er, ist die 200er. Die hält momentan wie meine Frisur perfekt, aber da oben die Fibonacci, die drückt uns ein bisschen. Und genau da sind wir jetzt zwischendrin bei Link. Genau da fighten wir jetzt so hart gerade. Und dann holen wir uns noch dazu, weil es so schön ist und weil wir es einfach können, den Relative Strength Index. Und der hat uns gezeigt, der Kerl, Achtung, da oben war Ende. Überkauft. Aber sowas von dem Tageschart. Überkauft, runter. Wir haben es jetzt geschafft, über die gelbe Durchschnittslinie zu kommen. Interessant. Und was ihr auch seht, wir haben hier einen ziemlich gleichbleibenden Preis, aber einen fallenden RSI. Es ist schon interessant, es ist eine Art Divergenz, noch nicht so richtig. Eine richtige Divergenz wäre der weiter steigende Preis nach oben und der fallende RSI. Aber trotz allem, ihr seht schon, der schlägt hier bei Weitem nicht so aus, wie er eigentlich, oder er schlägt eigentlich viel mehr aus, besser gesagt, wie er hier oben ausschlagen müsste. Ihr seht es hier ganz gut. Also, RSI ist entspannt über der gelben Linie, da könnte wieder was passieren, Luft nach oben ist wieder da. Ein nächster Schub nach oben könnte kommen, wenn wir uns den RSI anschauen. Der hat sich nämlich jetzt ein bisschen entspannt mit dieser Seitwärtsbewegung. Das ist interessant, da könnte noch einiges gehen. MACD, auch der ist wieder ganz wichtig. Und der MACD zeigt uns da unten jetzt auch interessanterweise im Tageschart, Achtung, Achtung, wir hatten hier, das ist eine Cross-Geschichte. Schaut euch das an, was für ein Fight. Blaue Linie über der braunen, jetzt wieder unter der braunen. Und wir sehen hier die MACDs, die nach unten ausgeschlagen sind. Dunkelrot, hellrot, schon die erste grüne nach oben. Das war eigentlich das Zeichen. Ja, Achtung, es könnte weitergehen. Wir haben eine richtig dunkelgrüne, einen Balken gebaut, hier eine Kerze gebaut. Nein, momentan wieder nicht. Momentan wieder abgesagt. Also es geht richtig ab und es geht richtig rund und es geht richtig ab hier, wenn wir uns das bei Chainlink so anschauen. Also RSI check, MACD check, das geben wir jetzt auch mal raus. Was könnten wir uns jetzt noch anschauen? Das ist jetzt noch interessant und zwar dieser Linear Regression Channel. Der schaut nämlich momentan so aus. Schaut euch das mal an. Ganz interessant im Tageschart. Wir sind hier oben am Fighten. Wir sind noch so am Fighten.
zwischen blau und rot. Ihr seht es ganz schön hier, abfallender, aufsteigender, aber summa summarum baut sich hier ein schönes Dreieck auf und ich bin sehr, sehr, sehr neugierig. Schaffen wir es hier nach oben auszubrechen oder brechen wir hier doch nach unten aus, wenn wir uns das hier so anschauen. Gibt natürlich noch viel mehr, was wir uns anschauen könnten. Es gibt Indikatoren, dass, also wirklich sau viele Indikatoren, aber das ist eigentlich schon mal so das Allerwichtigste, was wir uns so momentan ein bisschen anschauen können. Ich lasse das mal so stehen hier. Es gibt die Möglichkeit, hier nach oben auszubrechen. Ich habe euch die Ziele schon genannt. Wir sehen super am Fibonacci. Wir sehen super diese Zone, diese Todeszone, wo wir wirklich drüber müssen, mal momentan. Da sind wir jetzt hart am Fighten und ansonsten, wenn wir da endlich mal durchkommen, bestätigt durchkommen, könnte einiges super nach oben funktionieren. Leute, das war's über Chainlink, über die ganze Geschichte jetzt mal. Schnelles Video, 15 Minuten, hat ein bisschen länger gedauert als 10 Minuten, aber da musste ich euch einfach zu viel erzählen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wünsche euch das Allerliebste und Allerbeste. Nicht vergessen, keine finanzielle Beratung. Das Ganze hier spiegelt nur meine persönliche Meinung wider. Ich wünsche euch, dass ihr damit aber euer Ziel erreichen könnt. Also, macht es gut. Tschüss und ciao. Euer BT, euer Bitcoin Trading Informant, euer Chainlink Trading Informant. Ciao, Leute.